Nach der tödlichen Schlägerei im Kurpark von Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen ebenfalls sucht die Polizei nun weiter nach den Tätern. Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten. Gestern war ein 20-Jähriger 3 Tage nach der brutalen Attacke in der Nacht zu Sonntag an seinen schweren Hirnverletzungen gestorben. Nach einer Abi-Feier waren bis zu 10 junge Männer auf das Opfer und seinen 19 Jahre alten Begleiter losgegangen. Zeugen beschreiben die Täter als Südländer, etwa 19 bis 20 Jahre alt, teilweise mit Trainingsanzügen der Marke Adidas bekleidet. Damit schauen wir nach Bad Oeynhausen. Greta Wagner ist weiterhin für uns dort. Greta, was weiß man denn genaueres über den 20-jährigen, über das 20-jährige Opfer? Ja, der 20-Jährige, der hier so schrecklich ums Leben gekommen ist, ist Philippos T. Er kommt aus Minden, das ist nicht weit von hier, von Bad Oeynhausen. Und er war jetzt am Wochenende, am Samstag, hier hinter mir in dem Gebäude auf dem Abiball seiner Schwester. Also wirklich ein schöner Anlass, wo er war, wo sie gefeiert haben und wo er dann um ca. 1:30 Uhr mit einem Kumpel von ihm hier nach draußen gekommen ist und ja, hier vermutlich eine kleine Pause von der Party gemacht hat. Und dann soll er eben so ganz unvermittelt von den 10 jungen Männern angegriffen worden sein. Die 10 jungen Männer, die sollen auch im Alter zwischen 19 und 20 Jahren gewesen sein. Sie werden als südländisch beschrieben. Der 20-Jährige, der ihn dann, oder der 19- bis 20-Jährige, der dann letztendlich Philippos angegriffen haben soll, der soll ihn zur Seite gerissen haben, also auch weg von seinem Freund und dann so lange auf ihn eingeprügelt und eingetreten haben, bis er auf dem Boden lag und dann auch nicht aufgehört haben soll. Und ja, dieser Angreifer, der wird eben auch als südländisch beschrieben. Er soll auch diesen Trainingsanzug, den ihr gerade angesprochen hattet, getragen haben. Und diese Jacke, die er dabei getragen hat von der Marke Adidas, die soll orange gewesen sein. Also eine ziemlich auffällige Jacke. Und da wird jetzt natürlich von der Polizei gehofft, dass das irgendjemandem im Gedächtnis geblieben ist. Es war dann wohl auch so, dass ja hier es Zeugen gegeben hat, die das gesehen haben, die dann auch schnell die Polizei gerufen haben. Aber da war natürlich dann jede Hilfe zu spät. Philippos ist dann in ein künstliches Koma versetzt worden und es wurde dann gestern der Hirntod festgestellt und dann wurden die Geräte abgeschaltet, sodass er eben gestern dann leider verstorben ist. Und die Abiball-Stufe, die hier eben gefeiert hat, die werden jetzt oder die haben jetzt einen Spendenaufruf gestartet für die Familie von Philippos T. Und da sind schon über 60.000 € zusammengekommen. Wir haben hier auch gerade noch mit Menschen von vor Ort geredet und auch jetzt für die nächsten Wochenenden stehen hier natürlich Abibälle an und da ist die Sorge jetzt natürlich groß und das bedauern auch, weil es hätte ja wohl jeden treffen können. Die Ermittlungen laufen jetzt auf Hochtouren, um diese 10 jungen Männer ausfindig zu machen. Greta, danke für den Moment. Du wirst natürlich die Ermittlungen weiter für uns beobachten.